Wir haben ein Problem mit unserer alten Heizung im Wohnmobil. Und das Problem werde ich wohl selber nicht lösen können. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Unsere Heizung oder beziehungsweise unser Mobil ist 15 Jahre alt und damit unsere Heizung auch. Und wir haben ja die alte Heizung drin, die hat bisher immer einwandfrei funktioniert. Es gab mal Probleme mit der Zündung, aber das konnte ich alles bisher selber reparieren, habe ich auch mal in einem Video darüber berichtet. Aber jetzt verliert sie Wasser, das heißt also nicht Wasser von dem, was erhitzt werden soll, sondern diese Flüssigkeit, die durch die Rohre läuft, um das Wohnmobil zu erwärmen. Diese Flüssigkeit setzt sich zusammen aus 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel. Jetzt habe ich festgestellt, als ich ums Mobil gegangen bin, dass an einer Stelle unten aus dem Mobil was rausleckte. Und habe dann mit dem Finger rangefasst und festgestellt, dass es diese Flüssigkeit ist. Dann habe ich natürlich sofort ins Mobil und habe mir die Heizung angeschaut. Und dann konnte ich unten, also im unteren Bereich der Heizung sehen, dass dort irgendwo Flüssigkeit rauskommt. Und ja, jetzt ist guter Rat teuer. Jetzt wusste ich so auf Anhieb nicht, was kann ich da machen, woran kann es liegen. Jetzt sieht es so aus, als wenn ich eine komplett neue Heizung brauche. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor. So eine Heizung, die kostet irgendwo 3.000, 4.000 Euro, schätze ich mal so ganz grob. Und dann kommen die Umbaukosten natürlich auch noch dazu, die Einbaukosten. Da habe ich schon mit dem Hersteller gesprochen. Machbar ist das alles, aber kostet natürlich richtig Geld. Jetzt will ich euch das mal kurz zeigen, wie es da aussieht. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass die Heizung selber, das heißt der Kessel, irgendwie kaputt ist, sondern es könnte auch eine Zuleitung sein und dass da irgendwas undicht ist. Kann man so aber sehr schwer feststellen. Aber das zeige ich jetzt gleich alles mal. Unsere Heizung ist hier unter der Bank auf der linken Seite verbaut. Es ist eine alte 3000, also schon einige Jahre alt oder 15 Jahre alt, habe ich vorhin schon gesagt. Ich muss dazu hier, um an die Heizung zu kommen, die Polster wegnehmen und habe dann auch die Holzteile, da gibt es einen Deckel drauf, den habe ich abgeschraubt, sodass ich Zugang zur Heizung habe. Als erstes habe ich auf das Ausgleichsgefäß geschaut, das sitzt hier oben bei uns im Schrank. Dort sieht man dann den Flüssigkeitsstand der Heizung und dort war nichts mehr zu sehen. Damit war ganz klar, dass die Flüssigkeit irgendwo verloren geht. Die gesamte Heizung sitzt ja in einem Blechgehäuse, den Deckel hatte ich schon abgenommen und jetzt sehen wir hier an der Seite ganz unten, dass dort Flüssigkeit zu sehen ist. Also eine grün-blaue Flüssigkeit, das heißt, das ist das Frostschutzmittel verdünnt mit Wasser. Damit die Flüssigkeit sich im Mobil nicht noch weiter verteilt, habe ich die Möglichkeit, sie abzulassen. Und zwar habe ich in einem Staufach einen kleinen Hahn, den kann ich öffnen und dann läuft nach unten heraus diese Flüssigkeit. Das Ganze habe ich aufgefangen in einer Wanne. Es ist etwas mehr als hier gezeigt. Ich habe das teilweise dann umgefüllt und nehme das dann mit zur Werkstatt hin und lasse es dort entsorgen. Da wir etwa 20 Jahre Variomobil fahren und damit auch die alte Heizung nutzen, habe ich natürlich so ein bisschen Erfahrung mit alter Heizung und war am Anfang in der Hoffnung, ich könnte vielleicht selber was reparieren. Ich habe so eine kleine Kamera wie hier gezeigt und damit habe ich dann versucht festzustellen, wo jetzt die Leckstelle ist. Ich kann die Aufnahmen direkt übertragen aufs Handy und sehen, was los ist. Und gleichzeitig werden sie natürlich auch noch gespeichert. So bin ich dann mit der Kamera hinter die Heizung gegangen, wo die ganzen Anschlüsse sind und habe versucht dort zu erkennen, wo jetzt die Flüssigkeit austritt. Ich habe dann einen Anschluss gefunden, wo sich so eine kleine Fläche grün-blau verfärbt hat. Das könnte eine Leckstelle sein, ist aber nicht eindeutig zu sehen.
Um an diesen Anschluss ranzukommen, hätte man die Heizung fast komplett ausbauen müssen und das war einfach für mich zu viel. Da war ich mit meinem Latein denn doch am Ende und so habe ich mich dann entschlossen, nochmal bei dem Hersteller Variomobil anzurufen und dort einen Termin zu vereinbaren. Ich habe nach etwa 2 Wochen Wartezeit einen Termin bekommen und musste dann unser Mobil dorthin bringen und das muss auch länger dort bleiben, auch etwa 2 Wochen. Da natürlich auch Ersatzteilbeschaffung und so weiter mit in die Zeit eingebaut werden muss. Die Firma Variomobil ist ansässig in der Nähe von Osnabrück und zwar genauer in dem Ort Bohmte. Das sind etwa von uns aus 140 Kilometer zu fahren. So habe ich dann Ende April unseren Vario Star dorthin gebracht. Hier bei der Firma Variomobil in Bohmte werden die Fahrzeuge hergestellt, gewartet, repariert und natürlich auch verkauft. Jedes Mobil, was hier gebaut wird, ist eine Einzelanfertigung und man hat großen Einfluss auf die Details hier beim Fahrzeug. Da ich hier schon häufiger war, weiß ich, dass die Reparaturannahme hinter dem Gebäude ist. Dort ist der Eingang zur Werkstatt und Reparatur und hier kann ich auch mein Fahrzeug erstmal abstellen. Da ich alleine gefahren bin, Rita ist nicht dabei, so habe ich Anhänger mitgenommen und Pkw drauf und damit kann ich dann mit dem Pkw wieder nach Hause fahren. Nach etwa 2 Wochen haben wir unser Mobil in Bohmte bei der Firma Variomobil dann wieder abgeholt oder wollten es abholen. Es war noch nicht ganz fertig, als wir dort ankamen. Es musste noch von innen gereinigt werden. So hatten wir noch etwas Zeit, uns in der Ausstellung der Firma Variomobil umzuschauen. Und dabei kommt natürlich Lust auf ein neues Fahrzeug. Aber so weit ist es noch nicht. Jetzt schauen wir erstmal, was man gemacht hat mit unserer Heizung. Wir wurden immer laufend informiert von dem Werkstattleiter, was jetzt mit der Heizung hier bei uns passiert. Und passiert ist Folgendes: Wir haben eine neue alte 3020 bekommen. Ja, warum wurde eine neue Heizung eingebaut? Ganz einfach, der Kessel von unserer alten Heizung ist defekt oder gerissen. Und somit war eine Reparatur fast nicht möglich, beziehungsweise lohnte sich bei der alten Heizung nicht. Und man weiß dann auch nicht, wenn man sowas schweißt, ob das dann letztendlich für ewig hält. Da die Heizung 15 Jahre alt ist und auch unser Mobil 15 Jahre alt ist und wir das sehr viel genutzt haben, haben wir uns entschieden, eine neue Heizung einbauen zu lassen. Der gesamte Umbau auf die neue alte 3020 war natürlich ein relativer Aufwand, da sie ganz anders aufgebaut ist als die alte 3000er. Alle Anschlüsse passen nicht mehr, es müssen alle Anschlüsse neu zugeschnitten werden. Auch der Gasanschluss passte so nicht mehr. Auch musste die gesamte Steuerung neu nicht, aber wir haben sie einbinden lassen wieder in unser bestehendes Bussystem und das war natürlich alles ein hoher Aufwand. Eine Rechnung habe ich über das ganze Geschehen noch nicht. Man hat mir nur im Vorfeld schon gesagt, dass ich mit 5.000 bis 6.000 Euro rechnen muss. Wenn wir das Original-Einstellpanel von Alde genommen hätten, hätten wir noch mehr Einstellmöglichkeiten gehabt. Das wäre natürlich auch schön gewesen, aber der Aufwand wäre erheblich größer gewesen und das wollten wir dann doch nicht, denn die Kosten sind ohnehin hoch genug. Und so haben wir uns entschieden, die alte Geschichte mit unserer Einstellung an unserem Display hier weiterzuführen und damit sind wir auch sehr zufrieden und das funktioniert einwandfrei. Die Firma Variomobil hat wie gewohnt sehr sauber gearbeitet. Am Ende gab es auch noch eine Gasprüfung, muss gemacht werden, wenn solche schwerwiegenden Sachen da im Mobil, was Gas betrifft, geändert werden. Jetzt vielleicht nochmal zu unserer alten Alde 3000. Da kamen einige Anfragen, dass Leute Interesse daran haben an dieser alten Heizung, weil man vielleicht Ersatzteile benötigt oder wie auch immer. Ich gebe diese Heizung gerne ab. Ich möchte aber auch gerne noch ein paar Euro dafür haben.
könnt mir gerne schreiben, wer Interesse daran hat. Ich verschicke sie nicht, ich baue auch keine Teile aus, sondern ich möchte die ganze Heizung nur komplett dann verkaufen. Ich habe noch einen Ersatzbrenner und ich habe auch noch ein Ersatzgebläse, also das würde ich auch noch dabei legen. Schreibt bitte eine E-Mail an meine bekannte E-Mail-Adresse, ich blende sie hier ein. Dann melde ich mich, kann sie natürlich nur an eine Person verkaufen, die Heizung. Und dann müssen wir schauen. Das war mein kurzer Bericht hier über unsere Umrüstung unserer alten Heizung von 3000 auf 3020. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.